In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem der größten Schauspieler der Gegenwart. Die Rede ist von niemand anderem als Christoph Waltz, der letzten Sonntag am 4. Oktober 64 Jahre alt geworden ist. Damit blicken wir einfach mal auf ein paar Filme, um euch mal ein paar Sachen vorzustellen, was der gute Mann so gemacht hat. Und vielleicht ist ja noch der ein oder andere Filmtipp für euch dabei. Intro ab. Christoph Waltz ist aus der heutigen Filmlandschaft fast gar nicht mehr wegzudenken. Doch der in Deutschland geboren und in Österreich aufgewachsene Schauspieler hatte seinen Ursprung im deutschen Fernsehen. So spielt es ja unter anderem mit in Soko, Polizeiruf 110, aber auch dem Tatort. Richtig bekannt wurde er erst durch diesen Film hier. Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Dort spielt er den Oberst-SS-Volksmann Hans Landa, wofür er auch einen Oscar bekommen hat, einen Golden Globe und in Cannes ausgezeichnet wurde als bester Hauptdarsteller. Der Film kann man quasi beschreiben als eine Art Italo-Western, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir haben hier mehrere Handlungspassagen, die am Ende aufeinander hinauslaufen. So folgen wir einmal Shoshana, die von Melanie Laurent gespielt wird, einem Opfer des Holocaustes, die dann Rache üben will an den Nazis, Leiterin eines Kinos ist, und in diesem Kino wird dann ein Film vorgestellt, und zwar Der Stolz der Nation, in dem Daniel Brühl den namensgebenden Hauptdarsteller spielt. Und das Ganze läuft halt auf diesen Kinoabend hinaus. Auf der anderen Seite haben wir die Inglourious Basterds, angeführt von Brad Pitt, aber auch Til Schweiger ist dabei. Und die ganzen wollen auch das Nazi-Oberkommando vernichten und planen quasi auch einen Anschlag auf das Kino. Und Hans Landa ist quasi der Detektiv, der dem Ganzen hinterher schnüffelt und eigentlich derjenige ist, der die volle Kontrolle hat und jedem einen Schritt voraus ist. Das ist quasi der Film, mit dem Christoph Waltz wirklich bekannt wurde, auch international, aber auch wirklich in Deutschland Ruhm geerntet hat. Und darauf folgte ein paar Jahre später direkt die nächste Kooperation mit Quentin Tarantino. Genau. Der nächste Film ist nämlich Django Unchained. In der Hauptrolle ist als Sklave Jamie Foxx in den Zeiten des Sklavenhandels in den USA, welcher dann aus dem Fängen von Christoph Waltz, welcher einen Ex-Zahnarzt und Kopfgeldjäger spielt. Und zu zweit gehen sie dann auf Kopfgeldjagd nach 3 Verbrechern. Und am Ende treffen sie dann auf einen Plantagenbesitzer, gespielt von Leonardo DiCaprio. Und da gibt es einen großen Konflikt und am Ende noch einen schönen Showdown. Dabei sind noch Samuel L. Jackson und Kerry Washington. Ja, genau, das sind quasi so die 2 großen Kollaborationen mit Tarantino, wie gesagt. Auch noch nennenswert zu erwähnen sind auch 2 andere Filme vom guten Christoph Waltz. Und zwar einmal Alita Battle Angel und einmal The Green Hornet. Green Hornet kam direkt nach Inglourious Basterds raus, war also der 2. große Hollywood-Film, und Alita ist somit der letzte große Film von Christoph Waltz, der in den Kinos erschien. Bemerkenswert ist, er halt nur in Nebenrollen auftritt. Also Darsteller werden ja meistens fixiert entweder auf Nebenrollen oder halt auch als Hauptdarsteller. Und Christoph Waltz ist halt perfektioniert auf diese Nebenrolle, was er halt auch mit Bravour meistert. Und jetzt werden wir euch noch jeweils einen Filmtipp aussprechen. Willst du damit anfangen? Genau. Also ich kann auf jeden Fall eine klare Empfehlung für Django Unchained rausgeben. Am besten guckt ihr den auch auf Englisch, weil das ist auch eine ganz große Besonderheit bei Christoph Waltz. Er ist halt ein sehr erfolgreicher deutschsprachiger Schauspieler, den es ja nicht so oft gibt in den internationalen Bereich. Und das bringen auch viele, vor allem Quentin Tarantino, in ihre Filme ein, dass die dann das als stilistischen Mittel benutzen, genau, dass er dann halt zum Beispiel in der Originalfassung auf Englisch dann auch wirklich Deutschpassagen hat. Und ich finde den Humor, die Handlung, die Story und die Figurenentwicklung und am Ende auch der ganze Höhepunkt ist sehr gut in Django Unchained umgesetzt, und es geht halt wirklich auch um reale Ereignisse zu Zeiten des Sklavenhandels. Auf jeden Fall eine klare Filmempfehlung von mir dafür. Jo, bei mir ganz klar Inglourious Basterds, wenn ihr das quasi mal auf die Spitze treiben wollt mit den ganzen linguistischen Sachen. Hier wird zu 70% eine Fremdsprache gesprochen, also auch unbedingt im OV gucken. Christoph Waltz ist ja wirklich einer der besten Schurken aller Zeiten. Allein das Opening im Farmhaus, wer den Film schon gesehen hat, ist wirklich einer der besten Szenen, die jemals geschrieben wurden, auch gespielt. Also der Typ verkörpert komplett das Böse in diesem Film, aber gibt ihm trotzdem eine komplett charmante Note, was man so in Hollywood-Filmen überhaupt nicht kennt. Also wirklich, wie gesagt, beide Kollaborationen mit Quentin Tarantino absolut top, absolute Filmempfehlung, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, ihr habt dann einen Filmtipp oder 2 Filmtipps heute mitgenommen. Wie gesagt, die anderen Filme, wie zum Beispiel ein Alita oder ein Green Hornet oder auch ein Spectre, sind auch alle gut, aber kommen einfach nicht an die Klasse ran, genau. an einem Tarantino-Dialog und halt da auch das Schauspiel von Waltz. Genau. Und zum Schluss, am Ende des Videos, würden wir auch gerne mal eure Meinung wissen. Habt ihr schon die Filme gesehen? Habt ihr überhaupt schon Filme mit Christoph Waltz gesehen? Oder was sind denn eure Lieblingsfilme mit Christoph Waltz dann? Gerne unten in die Kommentare.
Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten YouTube-Video wieder. Würde ich auch sagen, haut rein, Haut rein macht's und gut. Ciao. Ciao.